Willkommen bei like.german.pod, dem Podcast, in dem du lernst, wie ein echter Deutschsprachiger zu sprechen, zu fühlen und zu denken. Heute sprechen wir über ein Thema, das deine Art zu lernen wirklich verändern kann. Wie trainierst du dein Gehirn, auf Deutsch zu denken? Du meinst, wenn du einen einfachen Satz sagen willst, aber dein Gehirn plötzlich stoppt, als bräuchte es vor jedem Wort die Erlaubnis eines Wörterbuchs? Ja, und das ist völlig normal. Dein Gehirn ist im Moment in deiner Muttersprache programmiert. Auf Deutsch zu denken bedeutet nicht nur eine Sprache zu lernen, es bedeutet neue mentale Autobahnen, neue Reflexe und eine neue Art, die Welt zu sehen, zu schaffen. Genau. Wenn du eine Sprache lernst, möchtest du, dass dein Gehirn aufhört zu übersetzen und anfängt, auf Deutsch zu leben. Dann wird alles flüssiger. Denn auf Deutsch zu denken bedeutet nicht, Wörter aufzusagen. Es bedeutet, Wörter zu fühlen. Und heute erklären wir dir, wie dein Gehirn lernen kann, anders zu denken. Du wirst verstehen, warum es noch übersetzt, wie du es dazu bringst, aufzuhören und wie du es trainierst, ganz natürlich deutschsprachig zu werden. Aber vorher stell dir eine einfache Frage. Warum willst du Deutsch sprechen? Nur für gute Noten oder um echte Momente zu erleben, dich zu verbinden, zu reisen, zu träumen? Denn auf Deutsch zu denken bedeutet genau das, in eine neue Welt einzutreten. Ja, und diese Welt hat nichts mit Übersetzung zu tun. Du denkst nicht Dog gleich Hund. Du denkst Hund, du siehst ein Tier, du hörst ein Bellen, du fühlst etwas. Das Wort wird lebendig. Und genau das lernen wir heute gemeinsam. Also bleib aufmerksam, öffne deinen Geist und bereite dich darauf vor, dein Gehirn sanft, aber dauerhaft umzuprogrammieren. Bevor du lernst, wie man auf Deutsch denkt, musst du verstehen, warum dein Gehirn übersetzt. Es ist einfach. Es hat gelernt, in deiner ursprünglichen Sprache zu funktionieren. Das ist sein Standardsystem. Wenn du eine neue Sprache lernst, versucht dein Gehirn mit dem klarzukommen, was es schon kennt. Es nimmt ein Wort, sucht die Entsprechung, vergleicht und bestätigt. Am Anfang ist das normal, aber langfristig nicht effektiv. Ja, man könnte sagen, dein Gehirn handelt wie ein müder Dolmetscher. Es arbeitet ständig zwischen zwei Welten, deiner Sprache und Deutsch. Aber das Gehirn liebt Einfachheit. Es will schnell sein. Irgendwann entscheidet es: Stopp, ich erstelle einen neuen Weg. Und dieser Weg ist das Denken auf Deutsch. Genau, das nennt man Neuroplastizität. Dein Gehirn ist nicht festgelegt. Es verändert sich je nachdem, was du mit ihm machst. Wenn du es mit Deutsch fütterst, wird es deutscher. Aber wenn du jeden deutschen Satz immer in deine Sprache übersetzt, behält es das alte Muster. Und genau dort bleiben viele Lernende stecken. Sie wollen natürlich sprechen, aber sie lernen weiterhin nur intellektuell. Sie lesen, übersetzen, vergleichen, aber sie leben die Sprache nicht. Es ist ein bisschen so, als würdest du schwimmen lernen, indem du ein Handbuch liest. Du kannst alle Techniken kennen, aber solange du nicht im Wasser bist, lernt dein Gehirn nicht zu schwimmen. Das ist ein sehr schönes Bild. Das Gehirn lernt durch direkte Erfahrung, nicht durch Theorie. Und deshalb lernen Kinder schneller. Sie leben die Sprache. Sie haben keine Angst, Fehler zu machen. Sie spielen, probieren aus und testen. Und du kannst das auch. Du musst kein Kind sein, damit dein Gehirn wieder flexibel wird. Du musst nur neugierig bleiben, ein wenig mit der Sprache spielen und aufhören, alles als richtig oder falsch zu bewerten. Und denk daran: Jedes Mal, wenn du übersetzt, macht dein Gehirn einen Umweg. Aber jedes Mal, wenn du eine Idee ohne Übersetzung verstehst, erschaffst du eine direkte Verbindung. Das ist wie eine Abkürzung zur Flüssigkeit. Und genau das wollen wir dir heute beibringen: Übersetzung durch natürliches Verstehen zu ersetzen. Dein Gehirn kann das, aber du musst es trainieren. Jetzt, da wir das Warum verstehen, kommen wir zum Wie. Wie trainierst du dein Gehirn, direkt auf Deutsch zu denken? Erste Methode: Verbinde Wörter mit Bildern und nicht mit Übersetzungen. Wenn du der Tisch lernst,
Denke nicht an das englische Wort Table. Denke an den Tisch. Einen runden Tisch, Kaffee darauf, eine Tischdecke, einen Stuhl daneben. Je klarer dein Bild ist, desto schneller merkt dein Gehirn es sich. Zweite Methode: Sprich mit dir selbst. Das ist ein Geheimnis, das nur wenige nutzen, aber es ist extrem effektiv. Beschreibe in deinem Kopf, was du gerade machst. Dritte Methode: Erschaffe kleine imaginäre Szenen. Du willst in einem Café bestellen? Spiele die Szene. Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Füge deinen Ton, deine Stimme und deine Emotion hinzu. Vierte Methode: Aktiviere Emotionen. Das Gehirn lernt nicht, was es langweilt. Es merkt sich, was es fühlen lässt. Überraschung, Freude, eine Geschichte. Deshalb funktionieren Filme, Musik und Podcasts so gut. Und die fünfte Methode ist die einfachste. Wiederhole, ohne zu urteilen. Du hörst einen Satz, wiederhole ihn. Du liest einen Ausdruck, sprich ihn laut aus. Du hörst ein Gespräch, imitiere die Klänge. So kommt dein Gehirn von „Ich weiß“ zu „Ich spreche“. Ja, und nach werden die Sätze natürlich. Du denkst nicht mehr an Grammatik, du fühlst die Strukturen. Das nennt man sprachliche Intuition. Und sie kommt durch Übung. Wenn du heute Abend eine konkrete Übung möchtest, beschreibe 10 Minuten lang deinen Tag nur auf Deutsch. Ohne Wörterbuch, ohne Übersetzung. Nur du und deine Wörter. Am Anfang wird es langsam sein, aber jeden Tag wird dein Gehirn ein bisschen deutschsprachiger. Und genau das ist echter Fortschritt. Wenn du beginnst, auch nur ein kleines bisschen auf Deutsch zu denken. Viele Menschen glauben, eine Sprache zu lernen sei eine Frage von Talent. Aber in Wirklichkeit ist es eine Frage der Gewohnheit. Dein Gehirn wird zu dem, was du oft tust. Und wenn du willst, dass es auf Deutsch denkt, muss Deutsch Teil deiner mentalen Routine werden. Genau, es ist wie im Fitnessstudio. Du baust keine Muskeln auf, wenn du einmal im Monat hingehst, sondern wenn du Tag für Tag wiederholst. Das Gehirn funktioniert genauso. Jeder kleine Kontakt mit der Sprache stärkt einen neuronalen Weg. Ein wiederholtes Wort, ein gehörter Satz, eine ausgedrückte Idee. Alles zählt. Und die gute Nachricht ist, diese Gewohnheiten brauchen keine Stunden. Selbst 15 Minuten pro Tag können reichen, wenn sie regelmäßig und bewusst sind. Wichtig ist nicht die Menge, sondern die Kontinuität. Genau. Schaffe dir also eine deutschsprachige Umgebung, auch wenn du woanders lebst. Stell dein Handy auf Deutsch. Hör beim Frühstück Nachrichten auf Deutsch. Schreib deine Einkaufsliste auf Deutsch. Das sind kleine Handlungen, aber sie schaffen eine mentale Atmosphäre, in der dein Gehirn Deutsch atmet. Und was du im Alltag machst, zählt oft mehr als deine Lernzeit. Denn in diesen Momenten beginnt dein Gehirn, die Sprache mit dem echten Leben zu verbinden. Wenn du über dein Essen, deine Arbeit oder deine Stimmung auf Deutsch nachdenkst, versteht dein Gehirn. Und willst du ein kleines Geheimnis? Das Gehirn liebt Routinen, aber es hasst Monotonie. Behalte also eine Struktur, aber variiere die Materialien. Einen Tag ein Podcast, einen Tag ein Film, einen Tag ein Gespräch. Jede Veränderung stimuliert neue Bereiche deines Geistes. Ja, es ist, als würdest du dein Gehirn mit verschiedenen sprachlichen Geschmacksrichtungen füttern. Ein Wort, das du in einem Lied hörst, vergisst du nicht so leicht. Ein Satz aus einem Gespräch bleibt. Und diese kleinen Sprachstücke sammeln sich und formen dein deutsches Denken. Und weißt du, was faszinierend ist? Irgendwann strengt sich dein Gehirn nicht mehr an. Du schaust einen Film, du lächelst über einen Satz auf Deutsch und plötzlich merkst du, du hast verstanden, ohne zu übersetzen. Das ist dieser magische Moment, in dem die Sprache selbstverständlich wird. Genau das ist Flüssigkeit, wenn dein Gehirn aufhört zu übersetzen und anfängt zu reagieren. Und diese Veränderung kann bei jedem passieren, wenn man die richtigen Gewohnheiten schafft. Jetzt sehen wir, wie man diese Veränderung noch stärker stimulieren kann, durch Neuroaktivierung, eine Art, dein Gehirn neugierig, schnell und reaktiv zu machen.
Man spricht oft vom Gehirn wie von einer Maschine, aber in Wirklichkeit ist es etwas Lebendiges. Es liebt Überraschung, es liebt Entdeckung, es liebt Lernen. Wenn du ihm immer dasselbe gibst, langweilt es sich. Aber wenn du es neuen Klängen, Rhythmen und Emotionen aussetzt, wacht es auf. Und die deutsche Sprache ist Musik. Wenn du zuhörst, erkennt dein Gehirn Klänge, Melodien und Muster. Versuche also nicht, jedes Wort zu verstehen. Höre auf den Rhythmus. Frag dich, wie sprechen Deutschsprachige? Welche Emotion legen sie hinein? Es ist wie beim Hören eines Liedes. Dein Ohr gewöhnt sich daran, bevor dein Verstand alles versteht. Deshalb sind Podcasts und Serien perfekt für dein Gehirntraining. Auch wenn du nicht alles verstehst, arbeitet dein Gehirn im Hintergrund. Es nimmt die Musik des Deutschen auf, seine Intonation und seine Logik. Und genau dort bekommt das Wort trainieren seine volle Bedeutung. Du zwingst dein Gehirn nicht, du stimulierst es. Du gibst ihm Lust, mit Klängen zu spielen und Strukturen zu erkennen. Du lädst es ein, die Sprache zu entdecken, statt unter ihr zu leiden. Es gibt eine einfache Übung, die ich meinen Schülern sehr gerne gebe. Wähle einen kurzen Satz aus einem Film oder Podcast und wiederhole ihn mehrmals laut. Nicht um ihn zu verstehen, sondern um seinen Rhythmus zu fühlen. Genau wie ein Musiker eine Note wiederholt, bis sie natürlich wird. Und dann beginnen dein Akzent, deine Intonation und dein Rhythmus deutscher zu werden, weil dein Gehirn kopiert, was es hört. Wenn du das mit Denken kombinierst, bekommst du ein unglaubliches Ergebnis. Du denkst mit der Melodie des Deutschen. Deine Sätze werden flüssiger, spontaner und ohne es zu merken, beginnst du wie ein Deutschsprachiger zu denken. Ja, das ist die Magie. Du hörst auf, nur ein Lernender zu sein und wirst ein Nutzer. Und genau das wollen wir alle, oder? Nicht nur Deutsch lernen, sondern auf Deutsch leben. Dafür gibt es noch einen wichtigen Schlüssel: das emotionale Gehirn. Denn ohne Emotion gibt es kein dauerhaftes Gedächtnis. Wenn du etwas fühlst, erinnert sich dein Gehirn. Genau. Wähle also Inhalte, die dich berühren. Einen Film, der dich zum Lachen bringt, ein Lied, das dich träumen lässt, eine Geschichte, die dich motiviert. Dein Gehirn wird Wörter, die mit Emotionen verbunden sind, 1000-mal leichter behalten. Deshalb ist Denken auf Deutsch keine Technik. Es ist ein menschliches Abenteuer. Du trainierst nicht nur dein Gedächtnis, du trainierst dein Herz. Und wenn dein Herz beginnt, Deutsch zu verstehen, folgt dein Gehirn ganz natürlich. Man kann nicht über Denken sprechen, ohne über Vertrauen zu sprechen. Denn der größte Feind deines Gehirns beim Lernen ist nicht Grammatik. Es ist Angst. Die Angst, Fehler zu machen, nicht verstanden zu werden oder lächerlich zu wirken. Ja, und wenn dein Gehirn Angst hat, blockiert es. Es aktiviert sein Abwehrsystem und statt frei zu denken, schaltet es in den Fehlermodus. Ergebnis? Du vergisst Wörter, du stammelst, du zweifelst. Aber die gute Nachricht ist, man kann diese Angst umerziehen. Jedes Mal, wenn du sprichst, auch nur ein bisschen, zeigst du deinem Gehirn, dass es nicht gefährlich ist. Du zeigst ihm, dass Deutschsprechen eine positive Erfahrung ist. Und nach versteht dein Gehirn, Deutsch sprechen ist kein Risiko, sondern eine Chance. Vertrauen ist keine magische Emotion. Es ist eine mentale Gewohnheit. Jedes Mal, wenn du es versuchst, jedes Mal, wenn du trotz Angst weitermachst, sendest du deinem Gehirn eine Botschaft. Und diese Stimme spricht Deutsch. Dann verändert sich alles. Statt „Ich bin nicht bereit", hörst du „Ich schaffe das". Und dein Gehirn handelt nach dem, was es glaubt. Deshalb sagt man oft, du wirst zu dem, was du wiederholst. Wenn du jeden Tag positive Sätze wiederholst, beginnt dein Gehirn, sie zu glauben. Wiederhole mit mir, ich denke auf Deutsch. Und das ist wahr. Denn sobald du Deutsch in deinem Kopf lebst, wird Perfektion unnötig. Du lernst natürlich, ohne Druck, mit Freude.
Und genau dorthin wollten wir dich bringen. Deutsch befindet sich nicht nur in Büchern. Es befindet sich in deinem Gehirn, in deiner Stimme, in deiner Art zu denken. Und jetzt gehen wir noch weiter. Wie stabilisierst du diese neue Denkweise, damit sie zu deinem Lebensstil wird? Es gibt einen magischen Moment beim Sprachenlernen. Den Moment, in dem dein Gehirn aufhört, gegen Wörter zu kämpfen. Vorher ist jeder Satz eine Anstrengung. Aber nach einiger Zeit sucht dein Gehirn nicht mehr. Es findet die Wörter ganz natürlich. Diesen Moment nennt man kognitive Stabilisierung. Ja, es ist der Übergang vom bewussten Gedächtnis zum automatischen Gedächtnis. Am Anfang ist alles langsam. Du musst nachdenken, korrigieren, vergleichen. Aber wenn dein Gehirn eine Struktur oft genug wiederholt hat, braucht es deine Aufmerksamkeit nicht mehr, um sie zu benutzen. Es ist wie Autofahren oder Gehen. Du denkst nicht mehr darüber nach, du tust es einfach. Und das Geheimnis ist, dass diese Automatisierung nicht nur von der Lernzeit abhängt, sondern von der Qualität deiner Aufmerksamkeit. Wenn du abgelenkt lernst, vergisst dein Gehirn. Aber wenn du die Sprache lebst, wenn du eintauchst, prägt dein Gehirn sie ein. Genau. Und was wir oft vergessen, das Gehirn braucht Kohärenz, um eine Sprache aktiv zu halten. Wenn du heute 10 Wörter lernst und eine Woche nichts damit machst, löscht dein Gehirn sie. Aber wenn du sie wiederverwendest, wieder liest, wieder hörst, auch nur ein bisschen, stärkst du die neuronale Spur. Man könnte sagen, das Gehirn ist wie ein Wald. Jedes Wort, das du lernst, ist ein Samen. Aber wenn du nie zurückkommst, um ihn zu gießen, verschwindet er. Um das Denken auf Deutsch zu stabilisieren, musst du also regelmäßig zu dem zurückkehren, was du bereits weißt, aber auf lebendige Weise. Nicht durch das erneute Lesen von Listen, sondern durch Sprechen, Hören und Erzählen. Deshalb sind Podcasts wie dieser nützlich. Du hörst Wörter im Kontext, mit einer Stimme, einem Ton, einer Emotion. Dein Gehirn speichert sie als Klangerfahrungen, nicht als abstrakte Daten. Und das ist ein grundlegender Schlüssel. Dein Gehirn lernt viel besser, wenn es Muster und vertraute Strukturen erkennt. Wenn du oft „Ich würde gern“ oder „Weißt du was“ hörst, erschafft dein Gehirn einen schnellen Weg. Es antizipiert, es versteht ohne Anstrengung. Und genau das ist Denken auf Deutsch, den Sinn zu erfassen, bevor man überhaupt alles gehört hat. Ja, und damit diese Antizipation natürlich wird, musst du die innere Übersetzung reduzieren. Diese kleine Stimme, die alles Wort für Wort übersetzen will, verschwindet nicht an einem Tag. Aber du kannst sie beruhigen, indem du gedanklich auf Deutsch umformulierst. Zum Beispiel, statt "What does it mean" zu denken, sag dir "Was bedeutet das?" Selbst wenn du es nur in deinem Kopf sagst, speichert dein Gehirn die deutsche Version als normal. Und nach wirst du eine Veränderung bemerken. Du wirst deine Emotionen auf Deutsch denken. Du wirst nicht mehr "Ich bin müde" sagen, weil du es übersetzt hast, sondern weil du es wirklich fühlst. Und da macht dein Gehirn einen unglaublichen Sprung. Es verbindet das Wort mit deiner inneren Welt. Ja, es wird persönlich, fast intim. Die Sprache kommt nicht mehr von außen, sie kommt aus dir. Und wenn das passiert, ist es vorbei. Die Übersetzung stirbt, das Denken lebt. Aber um dorthin zu kommen, musst du dein Gehirn regelmäßig mit echten Kontexten füttern, nicht mit isolierten Sätzen. Statt nur "Ich esse einen Apfel" zu lernen, lerne "Ich esse einen Apfel, weil ich Hunger habe". Füge immer einen Grund, eine Verbindung hinzu. Das nennt man in der Linguistik narratives Gedächtnis. Du behältst Wörter besser, wenn sie eine Geschichte erzählen. Genau. Wörter leben nicht allein. Und dein Gehirn liebt Geschichten, weil sie einen Anfang, eine Verbindung und eine Emotion haben. Deshalb bleiben Sätze, die in echten Situationen gelernt werden, jahrelang. Und weißt du was? Sogar dein Akzent wird natürlicher, wenn dein Denken stabiler wird.
Denn dein Gehirn konzentriert sich nicht mehr darauf, wie man etwas ausspricht, sondern darauf, was du sagen willst. Und die Aussprache wird eine natürliche Folge der inneren Flüssigkeit. Das ist sehr richtig. Deutsch ist keine Sprache, die man erzwingt. Es ist eine Sprache, die man fühlt. Du stabilisierst sie, wenn du aufhörst, sie zu kontrollieren und sie durch dich fließen lässt. Deshalb sagt man oft, auf Deutsch zu denken bedeutet, mit dem Herzen genauso wie mit dem Kopf zu denken. Denn dein emotionales Gehirn und dein logisches Gehirn arbeiten zusammen. Das eine hält die Struktur, das andere gibt Bedeutung. Aber damit diese beiden Gehirne zusammenarbeiten, musst du mentale Rituale schaffen. Momente, in denen du deinen Geist ohne Druck stimulierst, einfach um die Sprache zu pflegen. Zum Beispiel, denke jeden Abend vor dem Schlafen auf Deutsch an deinen Tag zurück. Versuche nicht perfekt zu sein. Erlebe die Momente einfach mit deutschen Wörtern noch einmal. Und willst du noch einen Tipp? Verbinde dein Lernen mit einem körperlichen Ritual. Höre beim Spazierengehen einen Podcast. Wiederhole Wörter beim Kochen. Sprich laut beim Aufräumen. Bewegung hilft deinem Gehirn beim Merken. Das nennt man kinästhetisches Gedächtnis, das Gedächtnis des Körpers. Der Körper erinnert sich, noch bevor der Kopf versteht. Ja, das ist eine sehr schöne Idee und sie funktioniert für alles. Wenn du einen Satz mit einer Handlung verbindest, bleibt er eingeprägt. Wenn du „Ich öffne die Tür“ sagst, während du wirklich die Tür öffnest, schafft dein Gehirn eine doppelte Verbindung, sprachlich und motorisch. Ergebnis? Du vergisst es nicht mehr. Deshalb sagt man oft, dass die besten Lernenden die Sprache leben, statt sie nur zu studieren. Sie bewegen sich, sprechen, fühlen, lachen und ihr Gehirn liebt das, weil es lernt, ohne es zu merken. Ja, und genau das ist das Ziel. Deutsch zu einem Reflex machen, nicht zu einer Pflicht. Je natürlicher du denkst, desto mehr spürst du, dass die Sprache Teil von dir ist. Und an diesem Punkt brauchst du keine äußere Motivation mehr. Dein Gehirn will es tun, einfach weil es sich gut anfühlt. Und dann entdeckst du etwas Wunderschönes. Je mehr du auf Deutsch denkst, desto mehr entdeckst du über dich selbst. Du benutzt nicht nur andere Wörter. Du siehst die Welt anders. Du wirst präziser, ruhiger, aufmerksamer. Es ist, als würde ein Teil von dir aufwachen. Das stimmt. Und genau dann hört Deutsch auf, eine Fremdsprache zu sein. Es wird Teil deiner mentalen Identität. Wenn du dieses Stadium erreichst, unterscheidet dein Gehirn nicht mehr zwischen meiner Sprache und Deutsch. Es verbindet sie. Diese Verbindung nennt man bilinguales Denken, einen Zustand, in dem sich die Wörter ändern, aber das Bewusstsein gleich bleibt. Und weißt du was? Das ist kein Privileg. Es ist eine Fähigkeit. Jeder kann es schaffen. Man muss nur wiederholen, fühlen und vor allem weitermachen. Ja, es ist eine langsame, aber echte Transformation. Und sobald dein Gehirn verstanden hat, wie man auf Deutsch denkt, geht es nie wieder zurück, weil es ein neues Ich erschaffen hat. Genau. Und dieses neue Ich spricht, träumt, lacht und denkt auf Deutsch. Nicht, weil es muss, sondern weil es natürlich geworden ist. Nach allem, was wir gemeinsam erkundet haben, gibt es eine Sache, die du tief behalten solltest. Du lernst nicht nur Deutsch, du lernst anders mit dir selbst zu sprechen. Auf Deutsch zu denken bedeutet nicht, deinen Kopf mit neuen Wörtern zu füllen. Es bedeutet, ein neues Gespräch mit dir selbst zu führen. Ja, das ist so wahr. Oft glauben wir, Sprachenlernen sei Ansammlung. Mehr Wortschatz, mehr Grammatik, mehr Regeln. Aber in Wirklichkeit ist es eine innere Verwandlung. Jedes Wort, das du lernst, wird zu einem kleinen Licht, einem anderen Spiegel deiner Gedanken. Und eines Tages merkst du, dass dieses Licht einen neuen Teil von dir beleuchtet. Denn wenn Deutsch in deinen Kopf kommt, setzt es sich nicht einfach neben deine Muttersprache. Nein, es vermischt sich mit ihr, atmet mit ihr, ergänzt sie,
Deshalb fühlst du mit der Zeit eine mentale Flüssigkeit. Du wechselst nicht einfach die Sprache, du erweiterst deinen mentalen Raum. Und dieser Prozess endet nie. Jedes Wort, das du entdeckst, wird zu einem Baustein deiner neuen inneren Welt. Jeder Satz, den du ohne Übersetzung verstehst, ist ein unsichtbarer, aber echter Sieg. Und jedes Mal, wenn du etwas mit dem Herzen sagst, auch wenn es einfach ist, auch wenn es etwas unbeholfen ist, wird dein Gehirn stärker. Und ich möchte, dass du dir dessen bewusst wirst. Dein Gehirn hört dir zu. Die Wörter, die du ihm gibst, werden zu seinen Orientierungspunkten. Wenn du sagst, ich werde es nie schaffen, glaubt es dir. Aber wenn du sagst, ich mache Fortschritte, öffnet es sich, erschafft, bewegt sich weiter. Wähle also gut die Wörter, die du dir sagst, besonders wenn du sie auf Deutsch denkst. Ja, denn eine Sprache ist Energie. Und Deutsch hat diese klare, ruhige, geerdete Energie. Es lehrt dich, vor dem Sprechen zu atmen, vor dem Reagieren zu formulieren, vor dem Urteilen zuzuhören. Und nach nimmt dein Gehirn diesen Rhythmus auf. Du wirst ruhiger, aufmerksamer, selbstbewusster. Und dieses Selbstvertrauen hat nichts damit zu tun, keine Fehler mehr zu machen. Auch Muttersprachler machen Fehler. Echtes Vertrauen bedeutet, weiterzusprechen, trotz Fehlern, trotz Angst, weil du weißt, dass deine Stimme in jeder Sprache existieren darf. Und wenn du diesen Podcast heute hörst, bedeutet das, dass diese Stimme bereits existiert. Dein inneres Deutsch wartet nur auf eines, dass du ihm mehr Raum gibst. Also gib ihm das Wort, selbst 5 Minuten pro Tag. Sag ihm, los, drück dich aus. Du wirst sehen, es ist schon da, bereit herauszukommen. Und ich möchte, dass du das tief fühlst. Du musst nicht perfekt sein, um authentisch zu sein. Dein Akzent, deine Pausen, deine kleinen Unsicherheiten, all das gehört zu deinem Deutsch. Es ist dein stimmlicher Fingerabdruck, deine sprachliche Identität. Versuche nicht, sie zu verstecken. Lass sie leben. Ja, denn Perfektion ist kalt, aber Authentizität berührt. Und genau das spüren Menschen, wenn du sprichst, deine Absicht. Wenn du ehrlich sprichst, kommt deine Botschaft an, auch mit Fehlern. Das Gehirn der anderen merkt sich nicht deine Fehler. Es merkt sich deine Energie. Deshalb sagen wir dir immer wieder, sprich, auch wenn du zweifelst. Denn jedes ausgesprochene Wort hinterlässt eine dauerhafte Spur in deinem Gehirn. Schweigen lernt nichts. Aber ein unperfekter Satz schon. Also trau dich zu sprechen, selbst nur mit dir selbst, selbst nur in deinem Kopf. Und wenn du das konkret machen willst, mach diese Übung. Sprich heute Abend vor dem Schlafen auf Deutsch mit dir selbst. Nicht wie eine Pflichtaufgabe, sondern wie eine Begegnung mit dir selbst. Sag dir, was du fühlst, was du willst, was du heute verstanden hast. Auch nur 2 Sätze, aber sag sie mit deinem Herzen. In solchen Momenten wird die Sprache lebendig. Und jetzt möchte ich dir eine echte Frage stellen. Wann hat dein Gehirn angefangen, auf Deutsch zu denken? War es beim Hören eines Wortes, beim Anschauen eines Films, beim Sprechen mit jemandem? Oder vielleicht heute Abend, genau jetzt, während du uns zuhörst? Denn dieser Moment existiert für jeden. Und dieser Moment gehört dir. Ja, teile ihn mit uns. Erzähl uns deine Geschichte, wie Deutsch angefangen hat, in deinem Kopf zu leben. Schreib deinen Satz, deine Erinnerung, deinen Klickmoment in die Kommentare. Denn deine Erfahrung kann jemanden inspirieren, der gerade erst anfängt. Und während du dabei bist, schreib deine innere Stimme auf Deutsch. Sag uns, was du denkst, wie du die Sprache fühlst, welches Wort dich am meisten berührt hat. Das ist kein Test. Es ist eine Spur deines Weges. Und jeder Kommentar, den du auf Deutsch schreibst, ist ein Sieg für dein Gehirn. Und wenn dir dieser Moment mit uns gefallen hat, wenn du spürst, dass dein Gehirn mit jeder Folge ein bisschen mehr erwacht, dann hör weiter,
luik.german.pod. Denn jeden Tag bereiten wir neue Dialoge, neue Geschichten und neue Herausforderungen für deinen deutschsprachigen Geist vor. Ja, hier kannst du üben, nachdenken, fühlen und Fortschritte machen. Nicht wie ein Schüler, sondern wie ein Mensch, der in 2 Welten, 2 Sprachen und 2 Realitäten lebt. Und jede Folge erinnert dich an eine einzige Sache. Du lernst nicht nur eine Sprache, du baust eine neue Version von dir selbst auf. Und diese Version ist bereits in dir. Sie spricht Deutsch, sie träumt auf Deutsch, sie denkt auf Deutsch. Du musst sie nur Tag für Tag, Wort für Wort ausdrücken lassen. Und wenn du noch mehr trainieren willst, mach diese Übung jetzt. Schau dich um und beschreibe alles, was du siehst, auf Deutsch, in deinem Kopf oder leise laut. Die Wand, das Licht, der Stuhl, dein Telefon, deine Hand. Mach es langsam, ruhig, ohne zu urteilen. Du hast gerade einen inneren Raum geschaffen, der zu 100% deutschsprachig ist. In solchen Momenten versteht dein Gehirn, dass es kein Zurück mehr gibt. Ja, denn jedes Mal, wenn du auf Deutsch denkst, auch nur für ein paar Sekunden, zeichnest du dein Gehirn neu. Du schreibst seine Verbindungen um. Du stärkst sein Gedächtnis. Du bestätigst deine neue Stimme. Und dieser Prozess geht weiter, mit jedem Atemzug, jedem Wort, jedem Lächeln. Und vielleicht sagst du morgen beim Aufwachen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, Guten Morgen in deinem Kopf, statt in deiner Muttersprache. Und an diesem Tag wirst du lächeln. Nicht, weil du etwas gelernt hast, sondern weil du jemand geworden bist, der ganz natürlich auf Deutsch denkt.